Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial von QS. In diesem Video geht es um das Anlegen von Probebegleitdaten im Futtermittelmonitoring. Um zum Futtermittelmonitoring zu gelangen, klicken Sie auf der QS-Startseite auf Datenbanken und anschließend auf Futtermittelmonitoring. Hier können Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Fahren Sie nun mit der Maus über Futtermittelmonitoring und klicken Sie anschließend auf Probebegleitdaten. Hier haben Sie nun im oberen Bereich die Möglichkeit, Ihre bereits vorhandenen Probebegleitdaten nach bestimmten Suchkriterien zu filtern und bekommen diese anschließend in der unten stehenden Tabelle aufgelistet. In diesem Video geht es allerdings darum, diese Probebegleitdaten anzulegen. Klicken Sie dazu auf den grünen Button mit dem Plus-Symbol, um neue Probebegleitdaten anlegen zu können. Hier sehen Sie im unteren Bereich mehrere Eingabefelder, die Sie nun mit entsprechenden Daten füllen müssen. Beachten Sie bitte, dass alle grau hinterlegten Felder nicht von Ihnen bearbeitet werden können und dass alle mit einem roten Sternchen markierten Felder Pflichtfelder sind, die unbedingt ausgefüllt werden müssen. Bitte beachten Sie, dass alle im Folgenden eingegebenen und ausgewählten Daten nur Beispiele sind, die in Ihrem Fall abweichend sein können. Um beispielsweise Ihren Standort einzugeben, klicken Sie auf das Ordnersymbol rechts vom Eingabefeld. Hier müssen Sie nun zunächst die untenstehende Tabelle aktualisieren, indem Sie oben rechts auf die beiden grünen Pfeile klicken. Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie nicht die Aktualisierungsfunktion Ihres Browsers benutzen dürfen, da sonst eventuell Ihre bisher eingegebenen Daten verloren gehen könnten. Um nun Ihren Standort auszuwählen, klicken Sie in der untenstehenden Tabelle auf den Pfeil des entsprechenden Eintrags. Wie Sie sehen können, wurde nun der gewünschte Standort ausgewählt. In dem Auswahlmenü Eingabe durch wählen Sie bitte den entsprechenden Namen aus. Das Feld Probenehmer ist kein Pflichtfeld. Sie können hier jedoch den Namen des Probenehmers eingeben. Zu Demonstrationszwecken wird in diesem Beispiel der Name Erika Musterfrau eingetragen. Um auszuwählen, welches Labor beauftragt werden soll, klicken Sie bitte rechts auf das zugehörige Ordnersymbol. Hier haben Sie die Möglichkeit, aus der untenstehenden Liste das entsprechende Labor auszuwählen, indem Sie auf den Pfeil links vom Eintrag klicken. Das zu beauftragende Labor wird nun angezeigt. Für die Auswahl der Futtermittelbezeichnung klicken Sie rechts auf das entsprechende Ordnersymbol, anschließend oben rechts auf Aktualisieren und wählen nun in der untenstehenden Liste den entsprechenden Eintrag aus, indem Sie den dazugehörigen Pfeil anklicken. Im nächsten Feld müssen Sie das Probenahmedatum angeben. Klicken Sie dazu rechts vom Feld auf den Pfeil, um die kleine Kalenderansicht zu öffnen und hier das entsprechende Probenahmedatum auszuwählen. Alternativ können Sie das Datum auch per Hand eingeben. In diesem Video wird beispielhaft der 31.12.2015 eingegeben. Direkt darunter können Sie analog dazu das Herstellungsdatum eingeben. Dieses Feld ist ebenfalls kein Pflichtfeld, allerdings müssen Sie entweder ein Herstellungsdatum oder eine betriebsinterne Probenbezeichnung angeben. In diesem Video wird sowohl das Herstellungsdatum auf den 24.12.2015 als auch die betriebsinterne Probenbezeichnung auf BSP 001 gesetzt. Die Probenmenge können Sie hier eingeben. Rechts oben davon befindet sich das Feld zur Auswahl des Ursprungslandes des Futtermittels. Wählen Sie hierbei aus dem Auswahlmenü das richtige Land aus. Und direkt darunter können Sie analog dazu das Bundesland auswählen. In den nächsten beiden Feldern können Sie Ihre interne Artikelnummer und Handelsbezeichnung des Produktes eintragen. Anschließend müssen Sie die richtigen Prüfparameter gemäß QS-Kontrollplan auswählen. Einen Leitfaden für Futtermittelmonitoring mit den entsprechenden Kontrollplänen finden Sie im Download-Bereich der QS-Homepage. Im letzten Feld können Sie noch zusätzliche Anmerkungen und Besonderheiten eintragen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie im oberen Bereich auf Labor beauftragen.
Nun müssen Sie diesen Probebegleitschein noch ausdrucken und zusammen mit Ihrer Probe an das Labor schicken. Um den Probebegleitschein auszudrucken, klicken Sie in der Übersicht auf Aktualisieren. Wählen Sie anschließend den auszudruckenden Probebegleitschein aus, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, oben rechts auf Drucken zu klicken, die Datei in Ihrem Browser zu öffnen und anschließend auszudrucken. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video geholfen hat.